Ja, hi, ich bin Luke, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen in Dortmund im Master jetzt und bin seit 2 Jahren als Werkstudent bzw. vorher als Praktikant hier bei Masterflex im Bereich Marketing tätig. Wann hast du bei Masterflex angefangen und warum? Ja, im Oktober 2020 habe ich hier angefangen, damals noch als Praktikant, weil ich ein Pflichtpraktikum vom Studium aus machen musste und es hat mir so gut gefallen, dass ich jetzt immer noch hier bin. Ja, schmeckt der Kaffee hier so gut oder warum bist du immer noch hier? Auch der Kaffee, ja, der schmeckt hier echt sehr gut, aber ich bin noch hier, weil es mir einfach sehr gut gefällt. Also nach meinem Praktikum hatte ich meine Bachelorarbeit hier noch geschrieben im Bereich ESG, also wie man nachhaltiger agieren kann, gerade für Unternehmen ja sehr wichtig. Und habe danach dann als Werkstudent angefangen im Bereich Marketing und genau. Wie viele Maps in Call of Duty konntest du in deiner Praktikumszeit durchspielen? Tatsächlich eigentlich gar keine, weil ich immer relativ viel zu tun hatte, ohne aber auch überarbeitet gewesen zu sein. Also es war schon so, dass ich in viele Projekte mit integriert wurde, beziehungsweise auch eigene gekriegt habe und in sehr viel auch mit hineinschnuppern konnte oder auch meine Meinung dazu sagen konnte, sodass ich eigentlich schon immer echt viel zu tun hatte und auch sehr viel mitnehmen konnte. Du hast Verantwortung übernommen für den Kopierer, den Locher und die Kaffeemaschine. Ja, also für die Kaffeemaschine auf jeden Fall. Liegt aber daran, weil ich einfach sehr gerne Kaffee trinke und ich habe mitgekriegt, die Mitarbeiter freuen sich immer, wenn ich dann hier bin, weil die dann wissen, der Kaffee steht auch bereit und ist warm. Darüber hinaus habe ich aber auch an sehr vielen Projekten eben mit teilhaben können, beziehungsweise auch selber welche machen können, gerade mit meiner Bachelorarbeit über das Thema ESG, also nachhaltiges Agieren von Unternehmen. Konnte ich ein sehr großes Projekt mit begleiten und da auch sehr viel Verantwortung mit für übernehmen, weil ich eigentlich der Hauptansprechpartner eben für diesen Bereich war, sei es von den Mitarbeitern oder von den Führungskräften sogar oder dem Vorstand. Von daher hat man da gemerkt, man wurde sehr gut mit integriert und hat einfach Verantwortung auch zugeschoben gekriegt und man hat gemerkt, man ist auch wichtig und nicht nur als Praktikant oder Bachelorand da eine Belastung fürs Unternehmen. Der Unternehmensvorstand und die Führungskräfte kennst du nur von Bildern aus dem Geschäftsbericht? Nee, das ist überhaupt nicht so. Gerade bei meiner Bachelorarbeit habe ich mit dem Projekt auch sehr viele Geschäftsführer interviewen können und mich mit denen auch unterhalten können. Und von daher hat man gemerkt, das ist gar nicht so, dass so eine große Hierarchie hier ist, dass man mit den Führungskräften oder Geschäftsvorstand eigentlich gar nichts zu tun hat und mit denen auch gar nicht reden kann, sondern ja ganz im Gegenteil. Falls irgendwas ist oder man irgendeine Idee auch hat, kann man da immer gerne auch zu denen kommen und immer ein Ohr offen. Das, was der Chef sagt, ist Gesetz. Auch das ist nicht unbedingt so. Klar, wenn der Chef etwas sagt, dann sollte man das auch schon berücksichtigen bzw. sich auch daran halten. Man kann aber immer mit eigenen Ideen oder auch Verbesserungsvorschlägen zu ihm kommen oder zu ihr kommen. Und das wird dann nicht irgendwie sofort abgewunken oder nicht wertgeschätzt, sondern da werden Gedanken drüber gemacht. Man spricht gemeinsam dann über diese Verbesserungsvorschläge und wenn die gut sind, dann werden die auch umgesetzt. Wie oft wurdest du von deiner Freundin ausgesperrt, weil du nicht pünktlich zum Essen zu Hause warst? Eigentlich gar nicht, weil ich immer pünktlich zu Hause war. Ich durfte relativ zeitnah dann immer gehen. Ich musste nicht große Überstunden machen, klar, da oder da mal ein bisschen länger, wenn man das Projekt noch nicht ganz fertig hatte, war aber dann auch eher Teil freiwillig bzw. dem eigenen Engagement geschuldet. Und sonst war es aber so, dass man keine Überstunden wirklich groß machen musste oder ausgenutzt wurde, was man ja öfter von Praktikanten oder Bacheloranden hört oder auch Werkstudenten, ist hier überhaupt nicht der Fall, also da war alles gar kein Problem. Welche Aufgabe hast du besonders gerne gemacht? Da gab es eigentlich mehrere, also gerade die Aufgaben, wo man eher interaktiv auch war und mehrere Projekte eben durchführen konnte, wie zum Beispiel das große Projekt ESG, aber auch Bereich Produktionsverbesserung. Ich habe hier die Halle zum Beispiel mit umdesignt, dass wir neue Wege gekennzeichnet haben oder Abstellflächen einheitlich und standardisiert gekennzeichnet haben. Also diese Aufgaben, wo man einfach interaktiv etwas machen kann und mitgenommen wird und merkt, dass diese Aufgabe einfach auch wichtig ist und nicht nur einem Werkstudenten gegeben wird als Zeitbeschäftigung und von daher, das hat mir echt sehr gut gefallen. Welche Aufgabe hast du verflucht? Ja, eigentlich genau das Gegenteil von interaktiven Aufgaben. Also wenn ich irgendeine Excel-Tabelle zum Beispiel gekriegt habe, die ich dann korrigieren sollte. Man hat aber auch da nachher gemerkt, dass es jetzt auch nicht nur so zum Zeitvertreib war, dass ich eine Aufgabe habe, sondern dass es einfach wichtig war und die gemacht werden musste.
Von daher war es im Nachhinein dann auch okay, klar, war jetzt ein bisschen langweilig auch, aber es hat dem Unternehmen geholfen und dann macht man das auch doch ein bisschen gerne. Mein letztes Statement. Ich kann jetzt nach 2 Jahren eigentlich nur sagen, dass es mir echt gut gefällt, dass man viele Aufgaben einfach kriegt, wo man interagieren kann, dass das Kollegium super ist und dass es echt Spaß macht, eigentlich hier zu arbeiten und dass man immer neue Aufgaben auch kriegt, die abwechslungsreich sind und eigentlich gar nicht so am Schreibtisch sitzt und immer nur das Gleiche macht. Von daher gefällt es mir soweit echt gut.